momentan bin ich eher, wenn ich das Problem, wenn ich noch unschlüssig bin, ob ich mir das Spiel selber kaufe oder so, will ich mich liebend gerne weniger spoilern lassen, sowas. So, irgendwie. Ja gut, kann ich verstehen. Die Aussage kann ich durchaus verstehen. Hey, hey, du sollst nicht spoilern, hey. Bitte, mir geht's so bescheißen, um sich darüber aufzulegen. Hey, hey, du sollst nicht spoilern. Was? Bitte. So, soll ich ein paar Mal reinniesen? Oh, bitte nicht schon wieder Und rein. Lore erschrecken. Ah, Kacke. Das war aber auch der Nieser auf Doom bei dir, ey. Kann ich doch nicht. Ja, nein, der kam halt so aus dem, so random aus dem Nichts auf einmal. Come out of nowhere. Hauptsache gar, ja, das war ein ganz normaler Nieser. Ja, alles klar, Digga. Für mich war der selber schon extrem lang. Ja, ich dachte erst, ich hoffe, die wollten mich halt einfach damit verarschen mit der Aussage. Ansonsten kann ich mir das halt auch nicht mehr erklären. Ich auch nicht. Ich hab's auch nicht richtig gemacht. War schon cool, war cool. Also der hat schon reinge... Ja, doch, muss man sagen. Also, der hat ordentlich reingeknallt, ey. Das ist ja. Ja. Weißt du, das war der reinste... Vor allem er zockt Ratchet und Clank Ps4. Das merke ich. Selbst bei Digimon warst du zu faul dafür. Der auf Grip ist mich ja wahrscheinlich wie so ein Zombie, der so mit Schlaf, kein Bock. Ach. Fuck it, ey. Weißt du, das erinnert mich immer mehr an dieses Online-Spiel von Monster Hunter, was ich mal gespielt Hm. ich nur nie weit spielen konnte, weil alles auf ja, auf dieses koreanische war, weil das die Beta. Wow. War das jetzt eine Rechtfertigung? So? Echt interessant. Boah, Alter, er verkauft Sachen, weil er Geld braucht. Wer hätte es gedacht, du? Mann, Wie in jedem guten Roll. Ja, nun. Nee, aber jetzt von der Theorie verkauft man schon Sachen, wenn man Geld will, sonst. Der ist ja useless, Alter. Ich meine, wenn du irgendwas für dich selber verkaufst, sagen wir jetzt ja Fernseher, dann sagst du ja, oh, weil vielleicht, weil du dir einen neuen holen willst, aber du brauchst ja dann nicht den Platz, so. Was ich meine so? Nee, hast du nicht. Ah, scheiße. Ich muss erstmal jetzt strömen hier. Mach das jetzt einfach. Bist du gerade von der...
Das ist. Das ist alles lustig, solange du weit. Ach, willst du gerade die ganze Zeit mit anderen Spielern was? Willst du das gerade mit anderen Spielern? Also ist das Spiel schwieriger, wenn er dann. Hart am Arbeiten? Viel Glück. Könnte ja interessant dann. Zeig nachher mal die Waffen dieser. Das interessiert mich ja. Ja, danach. Gott, du siehst schrecklich. Ja, warum siehst du so beschissen? Das kannst du mir nicht. Der Nährgigant. Der Einzige, der den Sora Magdaros noch dringender finden wollte als wir. An sich sieht das Spiel ja richtig geil. Aber mir geht das jetzt schon mit diesem, wie heißt das auf dem PlayStation? Tja, noch ein bisschen mehr abpacken, geht das Ding nicht noch ein bisschen besser. So. Also, Was ist das? wow, jetzt macht das absichtlich? Okay. Abgehacktes Quasseln einmal. Machst du schon Ich wieder? mach jetzt gerade gar nichts absichtlich. Lässt du wieder zu früh den Push-to-Talk-Button aus oder was da los? Ich kann gar nicht abgehackt sein, wenn ich mich im Stream perfekt höre. Hä? Bei mir bist du zwischendurch voll abgehackt. Sowieso wie letzte Jahre, als immer so, wo das letzte Wort wegfiel. Ja, keine Ahnung, nevermind. Ach so, ich weiß nicht, was du meinst. Ich höre auch mitten beim Reden auf, weil ich Luft holen muss. Ach so. Sagt er doch. Ich denke schon wieder, ey. Ja gut, verstehe ich. Deswegen denkt man auch, dass ich abgehackt reden würde. Genau. Naja, gut. Fall gelöst. Jetzt gucken wir mich aus. Wie er verkackt. Kappa. Da unten. Ach so. Der jeweilige Waffentyp sagt dir auch, was für eine Rüstung du tragen musst, oder? Mein Bogen ist schon interessant. Ach, seid ihr komplett abgekackt?
Hm. Also, es sieht interessant aus. Definitiv. Und wir haben doch schon im Vorfeld, bevor es überhaupt rauskam, haben wir, glaube ich, schon zusammen ein Video davon geguckt, oder? Oh ja. Ja. War ein bisschen zu voll, ja. Ja, da wollten wir uns echt mal das angucken auf der Gamescom, aber da war echt zu viel. Ja, Gamescom. Ach, gehst du dieses? Und gehst du dieses hier für? Am Wochenende oder in der Woche? Ich sag aber diesmal Wochenende. Ganz ruhig mich ja nicht abhängen. Ja, das gefällt ihm, weiß nicht. Ne? Mhm. Mhm. Mhm.
schweres Bogengewehr. Ich hatte dann im Gewehrland. Eine Fernkampfwaffe mit viel Raum für Bewegung und vielen Munitionsarten. Eine Fernkampfwaffe, bei der Mobilität für mächtige Angriffe geopfert wird. Ist das bei mir oder ist dein Bild nicht so wirklich? Ja, okay, ist total schade. Du, da kannst du ein Dauerfeuer. Na komm, knall die Waffe weg, die ist nicht zielsicher, nicht. Es funktioniert nur auf große Gegner, wenn die auch nur total nutzen. Sieht wahrscheinlich extrem viel, aber dafür musst du stationär sein. Also. Lass den Scheiß los.
Aber der ist du musst viel zu stationär sein. Das kannst du vielleicht bei großen Hunting-Quests machen, wo du nicht hin und her kommst. Kannst du schnell. Wie lange retten die das Vieh? Unnatürlich. Eine Nahkampfwaffe mit wenig Mobilität, aber mit mächtigen Angriffen. Kata. Eine Nahkampfwaffe. Das ist doch nicht kein Kata. Das ist ein Langschwert, das ist kein Kata. Da war doch gerade Eisenkata. Okay. Der ging jetzt aber extrem schnell. Im Vergleich zu dem anderen. Ja, aber du hast mit dem anderen, mit dem Bolzen, ja ein bisschen länger.
Eine schwere Waffe, mit der man Monster aus nächster... Eine schwere Waffe, mit der man Monster aus nächster Nähe angreift und betäubt. Eine Eine Nahkampfwaffe, die flüssige Kombos und Ausweichen ermöglicht. Eine defensive Waffe mit verschiedenen Schussangriffen. Eine leichte Waffe, die Luftsprünge und Kontrolle über Insekten ermöglicht. Eine defensive Waffe, die Sturmangriffe und viel Fußarbeit erlaubt. Diese Waffe ist eine Axt mit großer Reichweite sowie ein mächtiges Schwert. Eine Waffe, die als Schwert Energie speichert und sie als Axt freisetzt. Eine besondere Unterstützungswaffe, die Jägern verschiedene Boni gewährt. Eine offensive Nahkampfwaffe, mit der man Angriffe schnell herabprasseln lässt. Dudel. Eine Nahkampfwaffe für schnelle Bewegungen und die Abwehr von Angriffen. Eine Fernkampfwaffe mit viel Raum für Bewegung und vielen Munitionsarten. Eine Nahkampfwaffe für schnelle Bewegung. Eine Ich hab keine. Nimm was du. Sag mal das. Das Jagdhorn ist eine Nahkampfwaffe mit unterstützenden Melodien, die dich und dein Team stärken. Ja. Du hast da oben doch hier solche Melodien. Ja, aber du erhöhst deinen Angriff dadurch. Mit der richtigen Melodie kannst du bestimmte Bonus machen. Kannst Gesundheitsboost, Winddruck nicht verteidigen. Mit den richtigen Noten kannst du dich richtig. Ist vor allem gewöhnungsbedürftig.
Connection lost. Connected. Da hat wohl jemand den TS kaputt. Nö, ich bin nicht geflogen. Ihr seid eigentlich geflogen. Die Gewehrlanze Ich ist hab schon eine gewundert, Nahkampfwaffe, die auf Geschosse einmal alles abfeuert. nicht. Finde eine Chance und erledige dann die Beute mit Wyvernfeuer. Der Hammer ist eine mächtige Nahkampfwaffe, die Monster mit Hieben gegen den Kopf lähmen kann.
Hat er dich gerade mit dem Schwanz weggeschnitten? Connection lost. Connected. Also der Server hat aber wirklich ein Problem. Aber was halt komisch ist, dass permanent ihr beide fliegt. Ich bleib die ganze Zeit hier komischerweise drin. Also mein Internet ist in Ordnung. Das läuft auch weiter nach dem. Ja nein, ihr fliegt auch immer zeitgleich raus. Deshalb bin ich immer mega Ja, verwundert, dass schon. nicht gut. Ja, meinst du? Ich hatte schon mal, dass manche Anbieter ein paar Probleme haben, sich mit der Telekom zu verbinden. Okay. Obwohl das eigentlich nicht sein kann. Ist ja nicht so, als würden alle Leitungen über die Telekom laufen. Ja, aber wenn es der Test an sich wäre, hätte ich doch genauso fliegen müssen eigentlich. Ja, ich hab keine Ahnung. Deshalb, ihr seid jetzt beide zweimal zeitgleich geflogen. So voll dulli irgendwie. Und ich bin die ganze Zeit hier und denke mir so, hä? Ja moin.
Von daher, Haschwald eben, ja. Und auch bei diesem schon. Der Nährgigante. Der Einzige, der den Sora Magdaros noch dringender finden wollte als wir. Ich verziehe mich. Gute Nacht. Oh, noch. User disconnected from your channel. Aber
Gegner, Sternritter, werde ich nur auf seine besondere Fähigkeit eingehen. Naja gut, er ist eigentlich ein ziemlich besonderer Quincy, da er keinen Bogen hat, sondern mit dem Schwert kämpft. Und mit einem Schild. Aber kommen wir doch einfach mal zu seiner Fähigkeit und zu seinem Namen, The Balance. Also, er ist B, ne? Nicht? Alles Unglück, was ihm widerfährt und somit eigentlich Glück seines Gegners, wird umgetauscht. Also alle Wunden, die Haschwald von seinem Gegner zugefügt bekommt, transferiert er einfach auf seinen Gegner. Mit seinem Schild in Kombination ist das alles noch viel krasser, da dieser das Unglück von Haschwald aufnimmt und mit Hilfe von Balance kann er das ebenfalls auf seinen Gegner ablassen. Somit kann er quasi einen Doppelschaden anrichten und Haschwald ist einfach fein raus. Man weiß nicht, wie diese Fähigkeit bei einem One-Hit-Kill wäre. Ob es dann wie bei Joa Bach wäre oder sonst wie. Man kann es nicht genau wissen, aber ich denke mal, dass das eigentlich dann auch trotzdem gut geht. Die Bronzemedaille und somit Platz 3 geht an Aizen. Der Badass mal 1000. Mein Lieblingscharakter aus Bleach und Lieblingsantagonist aus jedem Anime ist auf Platz 3 in dieser Liste. Und schon wieder ein Charakter mit Fähigkeiten, die man stundenlang aufzählen könnte. Aizen ist einer der krassesten, wenn...
Nice. Mhm.
Bellini. Ja, das ist ziemlich lecker. Ja.
Beste Deutsch. Also, wird man relativ schnell vorstellbar wegkommen. In der Tat. Hm. Die reichen mir nicht. Komm. Hm. Egal. Yeah. Wenn nicht eigentlich der krasseste Kido-Nutzer und wohl derjenige, der seinen spirituellen Druck am besten kontrollieren und einsetzen kann. Wegen des Hogiokus ist er unsterblich geworden. Die Fähigkeiten seines Zanpakutos sind extrem stark. In seinem Shikai muss man nur auf sein Schwert gucken und er kann alle Sinne des Gegners kontrollieren, beziehungsweise verwirren. Zum Beispiel denkt man die ganze Zeit, dass man gegen Aizen kämpft, wobei Aizen die ganze Zeit hinter einem steht. Nun, nachdem er auch noch mit... Was soll ich herstellen? Wir haben heute eine besondere Quest.
erinnert mich. Hallo? Oh, hallo. Oh? Ja, moin. Mhm. Mhm. Ich bin ja noch, Alter. Jetzt schon rein noch, Alter. Als Suigetsu fusioniert ist, reicht es auch schon aus, nur ihn anzusehen und schon ist man im Bann seines Shikais. Sein Bankai wurde leider noch nicht veröffentlicht, wird jetzt eigentlich auch sehr schwer, ist ja leider schon alles zu Ende und so. Platz Nummer 2, Grammy. Auf dieser Welt existiert keine größere Kraft als die der Fantasie. Was auch immer ich mir vorstelle, wird real. Ja, das trifft den Nagel jetzt eigentlich ziemlich ungewollt auf den Kopf. Das erklärt seine Fähigkeit nämlich schon ganz gut, denn
Alles, was er sich eben vorstellt, wird real. Würde er seine Kräfte vernünftig einsetzen, so hätte auch Kenpachi keine Chance gehabt. Seine Kräfte sind wirklich übertrieben und, naja, viel mehr gibt es wirklich nicht zu sagen. Nur hat Ashkin ihn wirklich gefürchtet und dieser Dicke da auch. Und Grammy hat sich natürlich auch als den stärksten Sternritter bezeichnet, was auch irgendwie stimmt. Doch wer könnte jetzt noch auf Platz 1 sein? Naja, fehlt ja jetzt eigentlich nur noch Con. Nee, oder? Nee, es ist natürlich Joa Bach. Dieser alte Typ ist schon wieder ein extrem unfairer alter Sack. Er hat eigentlich ziemlich viele Sachen, die ihn zum Stärksten machen. Doch möchte ich hier wieder nur eine Sache so wirklich erwähnen. The Almighty. Mit dieser Kraft kann er absolut alles, was ihn in der Zukunft betrifft, sehen und auch abändern. Wenn er eigentlich sterben würde, die Zukunft aber so umschreibt, sodass er nicht stirbt, dann stirbt er eben nicht. Fuck the system. Damit kann er auch Fallen einbauen, bevor der Gegner überhaupt weiß, dass der Gegner dort irgendwann mal hingehen wird. Er kann Sachen wie zum Beispiel ein Zapakuto einfach so zerbrechen lassen. Er kann sich aber auch sehr einfach heilen und, wie schon gesagt, wiederbeleben, indem er seinen Tod umändert. Dazu kommt noch seine Blutvene, diese komische schwarze Materie, nachdem er den Seelenkönig absorbiert hat, Blutarterie, sein Bogen, sein Schwert und so weiter und so weiter. Der Typ hat wirklich unglaublich viel, um einen fertig zu machen und das immer auf den cheaterhaftigsten Weg, den es irgendwie gibt. Und vor allem seine Almighty-Fähigkeit mit diesem Zukunftsveränderungszeug. Ohne diese wäre er wahrscheinlich nicht auf Platz 1, aber dennoch hat er ja diese Fähigkeit und somit ist er verdient auf Platz 1. Herzlichen Glückwunsch. So Freunde, das ist jetzt die komplette Top 16. Platz 1 bis 16. Ich habe mir geschrieben, jo, wann kommt endlich mal ein Bleach-Video? Und ja, jetzt Leute, das ist ein ziemlich interessantes Thema, wie ich finde, daher fangen wir an. Wir werden heute darüber sprechen, wieso Bleach nicht mehr so beliebt ist oder warum Bleach so schlecht wurde und so unbeliebt wurde und wieso Bleach nicht so viel Aufmerksamkeit und Respekt bekommt wie zum Beispiel Naruto, One Piece oder Dragon Ball. Bleach gehört zu meinen Lieblingsanime und ein... Der Nergigante. Der Einzige, der den Sora Magdaros noch dringender finden wollte als wir. Meep. Wie schlägt sich deine Ausrüstung?
Ja gut, ich meine, ja. 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 Kleiner Nebenfakt, so Bleach ist außerdem auch der Lieblingsanime von meinem Bruder, ja, also wir sind allgemein sehr große Bleach-Fans und ich finde allgemein, dass Bleach ein sehr toller Anime ist. Klar, jeder Anime hat ein paar Fehler und ist nicht perfekt, auch Bleach, ja, macht auch keinen Unterschied, Bleach hat auch sehr viele Fehler und ist hin und wieder auch mal schlecht, aber allgemein...
Du musst mal runterkommen. Jawohl. Meinen, das Ganze ist Bleach wirklich sehr geil. Und ich finde es wirklich sehr, sehr schade, dass Bleach so abgrundtief schlecht behandelt wurde am Ende und dass man Bleach vergessen hat. Leute, wer redet noch über Bleach bitte? Erinnert ihr euch überhaupt noch an irgendetwas an Bleach? Keiner redet mehr über Bleach. Bleach ist sozusagen ausgestorben. Weder die Animateure noch die Mangakas, keiner redet mehr über Bleach. Man sagt ja, ich möchte, dass der Bleach-Anime zurückkehrt. Studio Pirate scheißt auf Bleach, ja. Sie kacken richtig auf Bleach, weil Bleach am Ende so unbeliebt wurde, ja. Deswegen ergibt es nicht mal Sinn, dass man den Bleach-Anime fortsetzt, weil das würde das Animationsstudio viel Geld kosten und sie würden damit Verluste machen, ja. Weil die Fans von Bleach wurden richtig enttäuscht von Bleach und ich glaube nicht, dass sie den Anime weiterschauen würden oder irgendetwas kaufen würden vom Anime. Weiterschauen vielleicht schon, aber irgendetwas kaufen sicher nicht mehr. Deswegen wird zum Beispiel Boruto animiert. Ja, Boruto bekommt einen neuen Anime. Studio Pirate macht das sogar liebend gerne und investiert sogar viel Geld in Boruto und Kishimoto arbeitet jetzt auch in Boruto gemeinsam mit. Aber bei Bleach, da wird komplett alles reingeschissen und Bleach ist ausgestorben. Ja, Bleach ist wirklich tot zu diesem Zeitpunkt, weil es gibt keine neuen Informationen mehr. Weder vom Manga, noch vom Anime, noch von irgendetwas. Das Einzige, was man jetzt so erfahren hat, sind nur zwei folgende Dinge. Erstens, Bleach soll ein Film bekommen, ein Hollywood-Film. Ich hoffe, das wird nicht so schlecht, aber selbst dieser Hollywood-Film schaut nicht so gut aus. Man hat ein paar Fotos gesehen.
Hm. I do not know you. Gesehen und das sieht wirklich nicht gut aus. Und das zweite war ein Videospiel von Bleach. Ich dachte mir, so ein richtig geiles PlayStation 4 Spiel, aber es sieht nach einem Handyspiel aus. Ja, deswegen nothing special, nichts wirklich so großartiges. Und da kann man schon erkennen, Bleach ist tot. Keiner investiert mehr sein Geld in Bleach oder möchte irgendetwas mit Bleach zu tun haben. Und wieso ist das so? Wieso wurde Bleach so unbeliebt? Ich meine, früher vor, keine Ahnung, ungefähr 6 Jahren oder so oder 8 Jahren war Bleach mit Naruto und One Piece in einer Linie. Ja, die waren fast alle drei gleich gut und haben gleich viel verkauft. Deswegen hat man gesagt, ja, the big three. Wenn man an die drei größten Mangas gedacht hat vor ungefähr 8 Jahren, dann hat man an Bleach, Naruto und One Piece gedacht. Ja, die waren die größten Mangas überhaupt und die haben wirklich sehr viel verkauft. Aber jetzt Bleach tot. Naruto ist doch ziemlich gut. Ich meine, man redet immer noch weiterhin über Naruto und man liebt Naruto immer noch, obwohl es jetzt zu Ende ist und man denkt sich jetzt, oh Digga, der Naruto-Anime war so geil, es ist so traurig, dass Naruto zu Ende ist, aber bei Bleach, tot, keiner redet darüber. Oder noch schlimmer, Fans verbrennen sogar Bleach-Mangas, weil der Manga so schlecht beendet wurde. Und die absolut größte Frechheit, wie ich finde, ist, dass man Bleach sogar niedriger setzt als Fairy Tail. Wer nur ein bisschen IQ hat, ja, 0,5% IQ, weiß ganz genau, dass Fairy Tail viel schlechter ist als Bleach oder dass sozusagen Bleach viel besser ist als Fairy Tail. Ich mag Fairy Tail auch sehr, aber ich muss hundertprozentig, ehrlich gesagt, zugeben, dass Bleach viel besser ist. Egal wie man das betrachtet, von Charakter, von Story, von Kämpfen, von Soundtracks, egal wie, Bleach ist da wirklich viel besser. Ich meine, habt ihr das letzte Kapitel von Fairy Tail gelesen? Das war der absolute Dreck, ja, der größte Scheiß, was ich überhaupt in einem Manga gelesen habe. Und Bleach hatte noch nie so etwas Schlechtes im Manga, ja. Bleach hatte auch wirklich viele schlechte Dinge, aber was Fairy Tail da abgezogen hat, nee, selbst Bleach hatte da noch nie so etwas Schlechtes im Manga drinnen, obwohl
Bleach war auch, ja, sehr schlecht für eine Zeit lang, aber was Fairy Tail da macht, ist wirklich unglaublich schlecht. Aber dennoch verkauft sich Fairy Tail mehr und man redet mehr über Fairy Tail als über Bleach und selbst der Fairy Tail Anime soll fortgesetzt werden, also sie suchen ein neues Animationsstudio und das ist unglaublich schade. Ja. Ich möchte unbedingt, dass man den letzten Bleach-Arc, diesen letzten Kampf animiert, aber das wird niemals passieren, weil Studio Pirate würde niemals Bleach fortsetzen. Sie würden lieber von mir aus, keine Ahnung, Boruto 1000 Folgen lang machen, anstatt Bleach eine Folge zu geben. Nehmen wir mal Naruto als Beispiel. Naruto wurde beendet, die Fans waren am Ende, ja, zufrieden und auch ein paar enttäuscht, aber allgemein wurde Naruto positiv beendet und am Ende von Naruto hat man sich so gedacht, yo, der Anime war geil, es war wirklich eine wunderschöne Zeit, aber bei Bleach, ne, jeder kackt darauf. Und bei Naruto, obwohl jetzt der Anime zu Ende ist, setzt man eine neue Generation fort, also Boruto. Bei Bleach könnte man das auch gleiche machen, wenn Bleach beliebt wäre. Zum Beispiel Bleach am Ende, Ichigo hat einen Sohn bekommen oder eine Tochter, keine Ahnung, ich glaube eher einen Sohn. Und man könnte jetzt sozusagen mit dem Sohn fortsetzen. Man könnte einen neuen Anime machen, eine neue Generation mit Bleachs Sohn, mit Ichigos Sohn. Aber nee, Leute, vergiss das wird niemals passieren. Oder One Piece. One Piece ist immer noch sehr krass beliebt, obwohl es hin und wieder mal langweilig wird, obwohl manche Arcs unendlich lang gehen. Trotzdem ist One Piece immer noch sehr beliebt und ja, es verkauft sich auch sehr gut, deswegen ja, sind die Fans nicht enttäuscht und Animateure und Mangakas machen die immer noch weiter. Um herauszufinden, wie Bleach überhaupt berühmt und beliebt wurde, müssen wir uns die ersten paar Folgen anschauen und ganz am Anfang mal Bleach sehen, wie es zu seiner Primetime war, ja, wie es zu seiner beliebtesten Zeit war. Die erste Anime-Folge von Bleach wurde am 5. Oktober 2004 veröffentlicht und seitdem hat Bleach ziemlich eine gute Arbeit geleistet. Ich finde, von Naruto, One Piece und Bleach hatte Bleach den besten Anfang gemeinsam mit Naruto. Also Bleach und Naruto waren am Anfang wirklich sehr, sehr gut und sehr unterhaltsam. One Piece hingegen war am Anfang langsamer und hat etwas länger gebraucht, damit man wirklich den Fans so gesagt hat, jo, der Anime ist geil, damit die Fans auch bemerkt haben, der Anime hat was drauf. Deswegen wundert es mich wirklich ehrlich gesagt, wie One Piece bis zum heutigen Zeitpunkt so beliebt wurde, obwohl der Anfang jetzt nicht so unterhaltsam war wie Naruto oder Bleach. Nichtsdestotrotz, im Jahre 2004 gab es noch nicht so etwas wie Bleach und Bleach hat da etwas komplett Neues erschaffen mit seinem Character Design und Tite Kubo war sowas von unglaublich talentiert mit seinen Zeichnungen. Tite Kubo hatte wirklich Ja, können wir mal. Ja. Okay. Nice. Das gefällt dir, ne? Wow. Ja.
Gut Handy. Wie geil. Okay, reicht. Ist okay. Sehr schön. Hey guys, welcome back to a brand new video. Today we're back on Monster Hunter. We're going to be doing the solo guide again, and we're going to be tackling Nergante, aka Spiky Boy, and we're going to see how to defeat him solo. So let's get right into it. Nergigante, according to the lore, is an elder dragon who feasts on other elder dragons. This is definitely one of the harder boss fights in the game so far. It took me about 4 attempts and 11 deaths, but I finally managed to slay him on solo, and with that time I quickly learned all of the moves that he likes to use. One tip is that you have to be very careful with Nergigante because he is very fast and an aggressive monster and rarely seems to ever run out of stamina. So let's start off how we did the last time and go over the psychology report. So according to the psychology report, which you get from reaching research level 1, it says his legs, head, and horns are his weak points, his horns and tail are the only breakable and severable parts of his body. Now based off the weapon you use, you can do certain damage to a certain spot to maximize your damage output. Blunt weapons such as hammers in the leg should focus on heads and horns. The sharp weapon should focus on the horns and the legs, and for the face for the ranged weapons. On the right side, it shows his weaknesses and his ailments, and for weaknesses, he's mostly weak to thunder and dragon, and the same across the board for all ailments, so choose what you like. I definitely do recommend to use thunder and dragon though. Next up is the loadout. I currently have the entire Oro Dagon set. I apologize, I'm pretty sure I butchered that name. I'm very bad at pronouncing names in this game, but it is the monster in the Rotten Veil that does bleed damage to you. I have his entire set except the arms and the helmet. My helmet is the bone armor in the high rank tier, and my arms are the arms of Zora Magdaros. I highly recommend armor in the high tier, especially because of how much damage he does and because that will give you a ton of defense. My weapon of choice was the dual blades with blast damage, but going back to the report, thunder and dragon will be your best option. I was still gathering the research points while I was fighting him, so I had no clue that those were his weaknesses, but once again, now you know.
As for the Palico, I didn't really focus on him too much. I mostly used him as bait when I needed to heal or equip a mantle, so that is entirely your choice. Although if you are going to use yours, I recommend what I did and use the Vigor Wasp. I used the Vigor Wasp so that I can have an extra set of healing items just in case I ran out of max potions. For the loadout, make sure to have Mega Nutrients to maximize your health, Mega Potions and keep them, tons of them stored in your chest. You're going to be using a lot of these for when you need to heal, and even some Max Potions which will heal your entire health bar all the way up to full, just in case if you need some health. A cool drink is another very good choice as well, but I'll explain why in a little bit. I also grabbed some barrel bombs for the last phase, but they aren't entirely necessary. If you're low on Zenny, I recommend not using these and probably saving them to buy some potions and such. But if you have the cash for it, which you probably should, then definitely go grab some of these. The Vitality Mantle is almost a must for this fight because you're going to be getting hit a lot, and the Vitality Mantle again takes a certain amount of threshold of damage and just completely negates it, but it goes into the armor, making the armor weaker until it fully disappears. And then lastly is to make sure you eat. I even went mid-fight during it. I was fighting him, it said that I could heal again, so I went back mid-fight, ran all the way back up to spawn to eat food, and then fought him again. I chose the food that gave the attack and defense buffs, but once again, that's completely up for debate and it's entirely on you. Also, if there's any tips that you have that I may have missed, put it in the comments for other players to see if they're still stuck on this fight. And now that we're all set, let's get into the fight. So to start, remember, Nergigante is an Elder Dragon, meaning he can't be caught by traps and the like, so don't bother spending money on them. One huge tip is that on his wings, head, back, and arms are spikes, hence the name Spiky Boy. These recharge after some time. If not destroyed, they will eventually turn black. Once they all turn black, be aware because this is where his most powerful moves will come out. He will basically roar, fly into the air, and dive bomb, causing all of his spikes to break off and hit you if you're nearby. This can be avoided by sprint jumping, and which I said in the last video with Diablos, has incredible invincibility frames, causing you to take no damage just like in this clip here. Another one is a very slow but devastatingly powerful ground pound with his claw. This can also be avoided by sprint jumping, but the best course of action is to dodge by his tail and completely miss the hit, so that you will leave him open for a bit and give you some free hits. This move also has a different variation to it. If the move is shorter, he will just immediately slam his hand on the ground and fling spikes at you, but if it's longer, it'll just be a ground pound and that's it. Another 3 moves he likes to use are what I call Wing Slide, Wing Fling, and Tail Smash. Wing Slide is where he goes on his side and slides across the floor and hits you with his back. He will use this move when close by, so you have a quick time to react to him on this one. Knowing when it's coming is key, because if you react, you can dodge the wings by rolling into the tail, and you can also get some free hits while he tries to get up. For the Wing Fling move, he flings his wings out to his sides, and if next to him, they will hit you. You can tell when this move is about to happen because the wings will be at his sides, like this fight in the clip I'm showing now. And then lastly is the Tail Smash. This will only happen when you're behind him. He will smash his tail on you to prevent you from hitting him in the tail, because once again, that is also a weak point, so be careful when attacking his tail. Now that the main moves are done, let's move to the areas and see what we can do with that. The rotation of where he spawns is different every time, so we'll go from where I went. Most of these areas sadly don't have much to help you, like Paratoads like in the Diablos fight and Flash Flies and such like that. But in the first area, it is I like to call the Crystal Room with towers. Surrounding it, definitely use these towers as cover if you want to heal or to protect yourself from an attack. They are very useful. The next area is technically the beginning. It is a wide open area. Sadly, there is nothing really here to help you. You can potentially mount in here on the small elevated rocks towards the back, or if you climb up on the vines if you're really risky, but that's basically it for this area. The third area is another crystal room, except with a little bit more cover. Same as usual, nothing really to help you here, but there are crystal bursts you can use as slinger ammo to stop Nergigante for a bit if he's in the middle of a move, but they only do 14 damage, so they're basically used just to stop him if you're kind of in the middle and you're probably stuck on something. Like if you're trying to heal, you can dodge away, hit him with the slinger, and it'll give you enough time to regenerate your health for a bit. The fourth area is on the top right next to the camp before you drop down into the official arena at the start. This is a better position for mounting, and the ramp on the side can provide decent cover as well. There's also some little plants that I believe give you antidote, but since he doesn't really do poison, these are kind of useless. The second last area is what I like to call the fire pit. Going back to what we said about having the cool drink will protect you from the fire damage, because if you walk on it, you will take some fire damage.